Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Menschen-Matsch-Landschafts- und Schrauber-Episode aus Simbabwe dieser Woche. Wir sind Yvonne und René. Mit unserem Toyota HZJ 79 Tembo erobern wir Afrika auf eigene Faust. Nach ein paar gemeinsamen Tagen mit unseren französischen Freunden sind wir wieder alleine unterwegs und sofort findet Tembo in den Bergen der Eastern Highlands rote, Nougat-ähnliche Lateritpisten, die uns scheinbar magisch anziehen. Viel Spaß dabei! Ich bin wie immer froh, dass die Dame die Routenwahl gemacht hat, nicht ich. Ich weiß gar nicht, wie er da drauf kommt. Vielleicht sollten wir doch mal Allrad einlegen langsam, mal die Freilaufnahmen. Aber ich will gar nicht anhalten jetzt gerade. Ich steige auch nicht aus. Oh. Ich glaube, mein Mann hat zu viele Filme aus den 50ern gesehen. Da lenken sie doch auch immer ganz wild. Tja. Geist gefahren! Was auch immer er mir in die Ohren geflüstert hat, ich muss raus. Hab auch gehört, dass Schlammpackungen gut für schöne Füße sein sollen und kann so die kommende Situation von Anbeginn von außen festhalten. Wiedersehen! Er lässt mich stehen. Tembo muss wirklich jetzt schon hart gegen die Nougat-Massen ankämpfen, denn das Profil der Reifen setzt sich natürlich sofort zu, sodass wir plötzlich Slick-Reifen, also profillos fahren. Und schon bald treffen wir auf ein Hindernis. Einen lokalen LKW hat es so heftig erwischt und über den Seitenwall geschoben, dass er keine Chance hat, alleine wieder rauszukommen. Wie es hier leider schon überall fast üblich ist, besitzt er auch keinerlei Bergungsmaterial, nicht einmal eine Schaufel. Und der Fahrer saß einfach auf Hilfe wartend in seinem Fahrerhaus. René will jetzt versuchen, den LKW da rauszuziehen, aber der ist A, ganz schön schwer. B, ganz schön über den Damm da gefahren. Ja, der hängt da komplett über dem Wall. Das was klappt nicht. Ich habe hier auch nur relativ wenig Grip hier. Genau, wir drehen ja auch schon durch. Aber wir werden es mal, oder die Männer werden es mal versuchen. Ich bin ja nur das Kamerakind. Jetzt will er erstmal unser Toyota in einen anderen Winkel fahren, weil er will den Bergegurt so kurz wie möglich haben, damit die größtmögliche Kraftübertragung einherkommt. Aber wir drehen auch jetzt schon selber durch. René hat Angst, dass der Haken, der Abschlepphaken von dem Auto abreißt, weil das alles ein bisschen marode ist. Und hat jetzt einen Sack, der ein bisschen gefüllt mit Erde ist, auch an den Gurt noch mit dran gemacht. Das heißt, wenn der Gurt oder eher der Haken reißt, dass dann die Flugkraft nicht so stark ist und hinten gegen unser Auto katapultiert und sich dann ein Loch da reinbohrt. Das wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn man jemandem Hilfe leisten möchte. Das Material ist halt immer eher etwas fragwürdig hier vor Ort. Unsere Reifen sind halt auch durch diesen Modder ganz schön zugesetzt. Von den anderen Reifen möchten wir gar nicht sprechen. Die haben noch nicht mal Profil, Geländeprofil, und das bisschen Profil, was sie haben, ist zugesetzt. Versuch Nummer 1. René ist nicht ganz glücklich, aber wir können den Kerl ja jetzt auch nicht hier stehen lassen. Ist ja eh die Frage, ob er weiter hochkommt. Die Achse ist halt. Da ist die Achse rausgerissen unten.
Oder irgendwas ist rausgerissen. Was ist das jetzt? Die Lenkstange hier vorne, die ist abgerissen. Da fehlt dann nur die Schraube. Da läuft Öl raus. Das ist nicht so schlimm. Here the nut is loosened. Yeah, It's the lost. nut is losing. Lost. But where is Da it? hat er sie, oder? There was, Ah, okay. But that's was in the strip pin again. so. Deswegen kommt normalerweise hier ein Sicherungssplint rein, damit man die nicht verliert. Und deswegen sollte man auch, wenn einem lokale LKWs auf der Straße entgegenkommen, immer damit rechnen, dass so ein Auto nicht mehr lenkbar ist. Okay. Problem Nummer 1 ist ja quasi jetzt erledigt, weil LKW ist wieder draußen. Aber irgendwie, wenn man genauer hinschaut, hat das Fahrzeug ein größeres Problem. Das will nämlich in 2 verschiedene Richtungen. Man muss nur sagen, er sagt gerade, er ist gerade 640 Kilometer Tarroad gefahren, Asphalt. Wenn das Ding da abgeflogen wäre, der Mann wäre tot. Der hat Riesenglück, dass das hier jetzt passiert ist. Also wirklich Riesenglück. It was going to be a very big disaster. So, I will take my overall. Mein Mann schraubt jetzt mal wieder für andere. Aber ich gebe ja nur etwas zurück. Ich bekomme ja so viel von den Menschen hier und deswegen kann ich auf die Art auch immer mal was zurückgeben. Das finde ich eigentlich gut. So sollten Räder aussehen, wenn sie geradeaus fahren wollen. Die Vorderachse unseres Freundes hier Okay, try carefully. aber nur das eine Rad geht, ne? Das andere. Weil die Verbindung zwischen den Rädern ist weg. Welch ein Anblick, der so manch einem das Herz in die Hose rutschen lassen würde. Beide Reifen in absolut unterschiedliche Richtungen zeigend. Und habt ihr zwischendrin Renés erleichtertes, da fehlt ja nur die Schraube gehört? Auch ich bin immer wieder erstaunt, wie er Situationen nimmt und einfach abarbeitet oder eher gesagt abschraubt. Und seid gewiss, wir provozieren solche Begegnungen nicht herbei. Der Local, der so wie wir es verstanden haben, sogar tatsächlich auch der Besitzer des Fahrzeuges war, hatte auf jeden Fall gar keine Ahnung, was er denn so machen sollte. Wie bitte? Der Bolzen dreht mit durch, ich kann ihn gar nicht festschrauben. So we need some strong piece we could put in here. Tja, die Schraube ist natürlich komplett verhunzt. Problem ist, dass die Mutter ausgenudelt ist und man die gar nicht mehr festziehen kann. Die dreht im Prinzip durch. Und nur müssen wir das Auto hier irgendwie hier wegkriegen. Bis zur nächsten Werkstatt muss er damit kommen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier für eine Lösung finden. Brandgefährlich wird es auf jeden Fall sein. Und wieder kramt er in seinen magischen kleinen Küchenboxen. Was für mich eine Küchenbox ist, ist für jede Werkzeugbox. Die muss ich bald auffrischen. Wir brauchen etwas, damit quasi die Lenkstange nicht nach unten rausfällt. Die muss irgendwie blockiert werden. Grausiges Thema. Jetzt baut er sich hier irgendwie Daniel Düsentrieb-mäßig. Sieht ja ein bisschen aus wie so eine Augenmaske. Nee, das wickel ich jetzt um die Schraube in der Hoffnung, dass ich auf die Art mehr
Grip bekomme. Weil die Gewinde sind beide ausgenudelt, die Schraube hält einfach gar nicht mehr. Und dann fällt einfach die Lenkstange da unten wieder raus und dann stehen die Räder wieder so und der gute Mann fährt in den Graben. Und kriegst du es hin? Jetzt darfst du keinem Menschen erzählen, was wir hier machen. Das ist... Also... Beim Kinderspielzeug wird man sich nicht trauen, damit sein Kind auf die Straße zu lassen, auf die Art. Ja, aber so wird das erstmal fahrbar sein wieder. Deprimierend, aber es dürfte gehen. Also man müsste von hier wegkommen. So, jetzt hat er sein Alu da unten drunter verarbeitet. Und? Naja. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Love I get here in your country, I can give something back. Yeah, for sure. Like this one, very lovely as well. It's very nice. So where do you come from? Germany. Germany. Okay. Okay. I have always to make pictures, that's why I'm here with the camera. Yeah. So, good luck, huh? And pay attention. Okay, thank you very much. Bye bye. Reparatur soweit wie möglich erledigt, noch schnell ein Abschlussfoto und weiter geht es für beide Parteien, wenn auch das erste Stück am Bergegurt hinter unserem bärenstarken Tempo den Berg hinauf. Damit es auch für uns immer weitergeht, haut jetzt auf den Abo-Button und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Lasst uns einen Daumen hoch da und wie ihr wisst, freuen wir uns immer über einen Kommentar von euch. Und insgesamt hilft uns das alles, damit unser Kanal immer weiter wächst. Vielen Dank dafür. So, jetzt ist das schlimmste Stück wahrscheinlich überstanden. Und jetzt hoffentlich kommt der Kerl weiter. Jetzt hat René 5-mal zu ihm gesagt, drive slow, drive slow, drive slow. Jetzt hoffen wir mal, dass er es auch wirklich tut. Er ist aber auch sehr unsicher, hat auch gesagt, er hat Angst zu sterben. Deswegen wird schon eine gewisse Art und Weise von drive slow, also langsam fahren, machen. Aber Zu Hause wird man keine Seifenkiste auf die Art notfliegen und sein Kind damit über den Bordschein schicken. Aber es ging nicht besser. Ich habe nichts Besseres zur Verfügung gehabt und wenigstens fährt's. Hast du so gut gemacht wieder. Er hasst es, wenn ich das sage. Aber er macht es auch wirklich toll. Er scheint mir halt nicht so. Doch, René. Ich habe es dann irgendwie zusammengeflickt. Er wäre jetzt einfach über 95 Stunden, keine Ahnung, wie lange hätte er da in seinem Auto gesessen. Das ist halt. Die eigene Hilfsfähigkeit ist etwas eingeschränkt, muss man doch sagen. Also das ist jetzt hier die nächste Garage, die es gibt. Mal gucken, ob er hier anhält. Es waren jetzt keine 5 Kilometer und wir sind auch noch nicht auf der dicken Straße. Aber es stand Workshop dran. Das steht hier überall drin. Das schreibe ich mir jetzt auch mal ins Auto. Ich wollte gerade sagen, du kannst dir das auch als Auto schrauben. Mobile oder Workshop. schreiben. Bush Workshop. Ja, er fährt rein. Das ist doch schon mal ganz gut. Also die Sorge sind wir jetzt los, wenn man das sagen darf. Verantwortung abgegeben. Verantwortung abgegeben. Jetzt kann er wieder ein bisschen mehr aufs Gas drücken oder seine Messung, die er eigentlich machen wollte, durchführen. Ja. Da unten sehe ich nämlich auch noch die Asphaltstraße, die wir jetzt gleich erreichen. Alles wird wieder gut. Mal wieder ein Stück Asphalt erreicht. So, ich dachte, jetzt willst du wieder sagen, dass man natürlich auch irgendwie auf Asphalt hierher gekommen Aber wäre. ich glaube, du fährst jetzt wirklich mal in die falsche Richtung. Ich muss rechts fahren, genau. Ich bin so froh, dass es ihm auch mal passiert. Och, nee, ich muss hier links fahren. Guckt euch das an, Leute. Guckt euch das an und sagt mir, wo ich lang fahren soll. Er unterstellt mir nämlich immer eine Rechts-Links-Schwäche, die er allerdings hat. Ich habe nur eine Rechts-Links-Schwäche, wenn ich auf die Karte gucke. Achtung, Freunde, soll ich da lang fahren? Soll ich da lang fahren? Oder da lang fahren?
Ich bin für da, weil da habe ich wieder Netz. Ich versuche die ganze Zeit unserem Kind Videos zu schicken. Ich möchte bitte eine ehrliche Stellungnahme von euch, wo ihr gerne gehabt hättet, wo wir langfahren sollen. Ich brauche das mal als so eine Art Studie ist das ja. Was will eigentlich der Zuschauer sehen? Ich glaube zu wissen, was ihr alle antworten werdet. Und ich habe die Strecke gar nicht hinterfragt. Wirklich nicht. Schaut doch mal, wie schön es hier weitergeht. Zur kurzen Orientierung. Wir haben Mutare in nordöstlicher Richtung verlassen und dann wieder tief einzutauchen in den nördlichen Teil der Eastern Highlands. Die Strecke führt uns erneut ins Grenzgebiet zu Mosambik und in die Region des Nyanga National Parks mit der höchsten Erhebung des Landes, dem Mount Nyangani mit über 2590 Höhenmetern. Ich muss ja tatsächlich sagen, jetzt kommen wir wieder aus dem Off, haben ja unserem LKW-Fahrer heute da geholfen und kommen jetzt wieder auf Asphalt. Wir kommen nach Wadzomba. Wadzomba. Ist was los? Und erfreuen alle. Hey! How are you guys? Fine. Es ist immer wieder eine Freude. Ich habe mal wieder völlig unmännliches Verhalten an den Tag gelegt. Ich bin nämlich fragen gegangen. Wir fahren jetzt hier weiter in die Nyanga-Berge rein und es soll aber da hinten eine Brücke geben auf unserer Strecke, die wir gerne befahren wollen, die zerstört ist. Information von vor einem halben Jahr. Und jetzt habe ich bei der Polizei gefragt, ob die Brücke wieder ganz wäre. Und dann hat er tatsächlich telefoniert, nachgefragt, Brücke wieder ganz. Wir können gehen. Das machen wir jetzt mal. Welch eine nette Aussicht. Das ist hier alles ein Träumchen. Das ist so schön hier wieder die ganze Zeit. Ich bin immer begeistert. Ich weiß aber gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Und aufnehmen kann ich es, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr, weil wir irgendwie auch schon alles aufgenommen haben. Ganz, ganz schwer, aber super schön hier. Wir wollen eigentlich einen Nachtplatz suchen. Jetzt ist hier überall Training. Es sind mindestens drei verschiedene Gruppen. Einheitlich ist, die eine Mannschaft oberkörperfrei, die andere Mannschaft hat ein T-Shirt. Das Schuhwerk ist sehr differenziert. Manche haben Schuhe, manche spielen barfuß. Die laufen aber genauso schnell. Oh, oder einer hat hier nur einen Schuh an. Jetzt der Ball ist. Die Leidenschaft für diesen Sport eint aber doch immer wieder die Menschen der Welt. Voller Eifer wurde hier trainiert und gespielt, so unterschiedlich die Ausrüstung zu Mannschaften bei uns in Europa auch nur sein kann. Sie ließen sich auch nicht irritieren, als wir hinter dem Spielfeld auf unseren möglichen Schlafplatz zusteuerten. Versuch Nummer 2. Wir haben uns gerade gedacht, dass da unten eine offizielle Waschstelle ist. Da saß auch gegenüber am Ufer ein Mann, nicht bekleidet. Deswegen nehmen wir einfach hier diese Stelle ein. Dann haben die alle ihre Ruhe vor uns. Wir entblößen uns jetzt auch mal wieder für euch. Wenn euch die Filme gefallen, dann könnt ihr gerne meinem Mann ein Schrauberbier oder ein paar Liter Diesel für solche Strecken ausgeben. Zielgerichtet selbstverständlich. Den Link findet ihr in den Videobeschreibungen oder in unserer Bio. Dankeschön dafür. Ein neuer Tag Afrika beginnt, nachdem wir ja gestern hier über dieses Fußballfeld gefahren sind, was ja mit 3 Mannschaften bespielt wurde. Unser Nachtplatz schön zwischen 2 kleinen Flüssen liegend, war vollkommen ruhig. Heute Morgen kamen nur die Jungs mit ihren Eseln, die haben wohl Sand aufgeladen unten am Flussufer. Wo auch immer dieser Sand daherkam, es war nämlich ganz reiner, guter Sand.
Und scheinbar werden die den jetzt hier zum Bauen verwenden. Für uns geht es auf jeden Fall weiter in die Nyanga-Berge da hinten. Die sind wolkenverhangen. Da fahren wir drum herum. Und hier riecht es, wenn René hier drüber läuft, fährt total nach Kräutern und super lecker. Das ist unfassbar, was hier überall anwächst. Das ist Wahnsinn. Also, los geht's den nächsten Abenteuern entgegen. Denn das ist nicht die Brücke, die defekt gewesen sein soll. Die kommt erst noch und damit die Gewissheit, ob es weitergeht oder wir wieder alles retour fahren müssen. Die Region ist extrem grün und fruchtbar und auch echt belebt, wobei uns wirklich jeder fröhlich begrüßt. Nur diese zwei Jungs, die jeder einen Sack mit frisch gepflückten Teeblättern auf den Kopf tragen, beäugen uns eher etwas skeptisch, als René für besseren Fahrkomfort etwas Luft aus den Reifen lässt. Jetzt ziehen wir mal eine kleine Zwischenbilanz. Wie weit sind wir denn heute schon gekommen? Oh. Ich habe hier, erstmal kommt der Gegenverkehr schon wieder. Hier ist auch richtig was los. Das war das sogenannte Buschtaxi. Im wahrsten Sinne Genau. des Wortes. Das ist ja mal schön gewesen. Wir waren aber den Kilometer. Kilometer haben wir jetzt 33 Kilometer geschafft und sind seit 4 Stunden auf Achse. Das ist nicht richtig zügig. Ich schätze mal, so wird es auch weitergehen. Wir haben jetzt schon wieder 2:30. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns auch noch bald einen Nachtplatz suchen dürfen. Also je nachdem, um wie viel Uhr man sich einen Nachtplatz suchen möchte. Aber wir wollen ja immer nicht so lange fahren abends. Süß. Wir sind eigentlich die, die lange fahren, finde ich ja immer. Andere machen um 2 schon Pause. Und wir fahren in der Regel immer bis 16, 16:30, wenn es blöd kommt, 17 Uhr. Und wir fahren aber meistens erst später los. Genau. So, jetzt gucken wir nochmal raus, weil Achtung, tada! Gucken, ob wir hier noch alles sehen können. Also landschaftlich bleibt es weiterhin sehr, sehr schön. Jetzt mache ich mal einen richtigen Scheißtypen. Anfahren am Berg, ohne nach hinten zu rollen. Ist ein Scheißtyp. So, jetzt gucken wir mal. Da, 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 da. Ich weiß ja, dass es kann, sie muss es nur machen. Oftmals macht es nämlich gar nicht. Dann rollt sie nach hin und macht dann da rum wie eine Verrückte. Pass mal auf, jetzt fährt sie weiter, nimmt mich nicht mehr mit. Ich kenne sie irgendwie, oder? Haben wir nochmal Glück gehabt. Aber so einen Macho-Arsch mitzunehmen, das kann ich echt nicht leiden. Da kriege ich die Plack. Das meint ihr nämlich ernst. Ja, ich kann es halt nicht leiden, wenn du nach hinten rollst und dann da rumruckst. Ich bin nicht hintergerollt eben. Ja, eben nicht, weil du mal dran gedacht hast, es richtig zu machen. Ab und zu macht es nämlich. Echt, echt der Macho. Mann halt. Manchmal. Verrückt machen mich nur solche Aussagen. Aber lassen wir unsere kleinen Differenzen mal aus dem Spiel und genießen einfach mal die Landschaft. Die Eastern Highlands und besonders das Hondi Valley, in dessen unmittelbarer Nähe wir uns befinden, erhalten die höchsten Regenmengen im ganzen Land und können daher diese grüne Pracht entfalten. Zum Glück für uns haben wir von dem ebenfalls häufig aufkommenden Nebel bisher nichts erleben müssen. Die über 770 Meter hohen Mutarazzi Falls, einem Wasserfall, haben wir ebenfalls nur aus weiter Ferne gesehen, da uns unser Weg direkt an die Grenze zu Mosambik führt, das bereits auf der anderen Seite des Tals beginnt.
Ihr seid wieder alles meine Zeugen. Bei solch herrlicher Aussicht will die Frau mich überfahren. So sieht ein böses Frauenzimmer aus. Guckt euch genau an. Ich lächle doch ganz freundlich. Die Piste wird hier als eher schlechter und wilder und so langsam frage auch ich mich, ob das hier richtig ist. Weil das ist hier eher eine Stein-Trail-Veranstaltung. Jetzt haben auch die Fahrspuren aufgehört. Hier ist jetzt quasi keine Spur mehr zu erkennen, dass hier einer lang gefahren ist vor uns. Auf der Strecke bis vorhin war die ganze Zeit noch eine Spur zu erkennen. Jetzt muss ich mal gucken auf unserem anderen Navigationsgerät, ob das hier Good Road ist. Wir müssen richtig sein, da vorne sind Esel. Alles wird gut. Ich habe es jetzt noch mal hier überprüft, aber hier auch auf der Karte sind wir quasi auf einem Track. Und auf der hier ist es sogar die dicke gelbe Straße. Aber jetzt zeige ich euch mal, wo die Frau mich hier lang schickt, mich armen Kerl. Was ich hier ertragen muss. Das grenzt schon fast an so eine Art, ich sag's jetzt nicht. So, jetzt gucken wir mal wieder, wie das funktioniert mit dem Berganfahren. Angeberin. Ich lache jetzt nicht. Die Frau fährt sich fest. Sie hat gewonnen, sie hat gewonnen. Jetzt müssen wir mal eine Frage, glaube ich, stellen an die Dame. Ich habe ja noch eine Idee. Was muss man in solch einem Moment tun? Nicht dich neben mir haben. Ja, komm auf Geh jetzt. weg. Kommt hier das kleine 4x4, 1x1 sozusagen. Das kleine ABC des Allradfahrens. Was kriegst du von mir? Da wärst du uns doch schon drin. Ja, aber du merkst etwas. Irgendeine Sperre. Es funktioniert etwas nicht, wie es soll. Irgendeine Sperre. Deswegen halten wir mal kurz an. Irgendeine Sperre. Stopp! Wegfahrsperre. Stopp! Differentialsperre. Was ist da nicht? Ich esse mal eine Nuss. Das dürfte eine Anti-Stress-Nuss sein. Also, was macht der aufmerksame Allradfahrer als allererstes? Als allererstes, wir fangen ganz vorne an, ABC. Den ersten Gang nehmen. Allradfahren, ABC des Allradfahrens. Ist doch die Untersetzung ist doch schon drin. Was macht er vor der Untersetzung? Allrad rein. Ja, was macht er vor dem Allrad rein? Motor an. Wir reden. Weswegen rennt der Mann normalerweise immer rein und raus? Die Freilaufnahmen. Aha, raus. Nein, das machst du selber. Da vorne. Du musst ja rein. wissen, wie das geht. Das hast du noch nie gemacht. Nein. Stell dir mal vor, ich falle jetzt hier den Abhang Ich runter hab und nicht danach, ein plattes Ding. ohne Assistent, wird die Frau nichts wird gehen hier. Nichts. So, einmal. Ich habe Und das Lenkrad übernommen. Der hat die gar nicht reingemacht. ich habe es ja auch nicht gebraucht. Zweimal. So, was glaubst du, wie du jetzt hier die Hügel hochklimmen kannst?
Erst jetzt kann Tembo seine vollen Fähigkeiten entfalten und auch über diese steinige und immer enger werdende Piste klettern. Mal sehen, wie lange. Unsere heutige Zeit ist auf jeden Fall jetzt zu Ende und wir würden uns freuen, wenn ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet, wenn ein Baum uns die Piste versperrt, uns die Kälte einholt und wir endlich auf Debbie's Dairy Farm, also Milchfarm, ankommen, die für Overlander ein kleines Paradies darstellt. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und Treue, hoffen, dass es euch auch dieses Mal wieder gefallen hat und wünschen euch eine tolle Woche. Nächsten Sonntag, gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dahin bleibt alle gesund. Tschüss und bye bye.